Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es eine super leckere Kürbiscremesuppe. Und zwar mache ich meine Kürbiscremesuppe mit asiatischen Gewürzen, Kokosmilch und Ingwer. Ein super Rezept jetzt für die herbstlichen Tage. Ein bisschen scharf und doch süßlich durch den Kürbis. Einfach fantastisch. Die Kokosmilch rundet das Ganze wunderbar ab. Wie ich meine Kürbiscremesuppe mache, das zeige ich euch heute. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr folgende Hauptzutaten: ein Hokkaido-Kürbis, ein bisschen Ingwer, 2 Knoblauchzehen, eine Dose Kokosmilch, eine halbe Gemüsezwiebel und ca. 4 Möhren. Den Hokkaido-Kürbis, den solltet ihr gut waschen, denn für dieses Rezept können wir die Schale sehr schön dran lassen. Den Hokkaido-Kürbis später gut schneiden zu können, schneiden wir als erstes oben den Deckel ab. So bekommt er einen festen Stand. Das gleiche machen wir dann auch mit der Unterseite. Dann können wir den Hokkaido-Kürbis aufrecht hinstellen und halbieren. Nun vierteln wir den Hokkaido-Kürbis noch, so kommen wir später viel besser an die Kerne, um sie zu entfernen. Das Entfernen der Kerne und Fasern geht am besten mit einem großen Löffel. Einfach so lange schaben, bis alle Fasern entfernt sind. Jetzt können wir den geviertelten Kürbis sehr gut in Streifen schneiden. Das Schöne an dem Hokkaido-Kürbis ist, wenn man ihn gut wäscht, dann kann man die Schale mitkochen. Und die Streifen, die schneiden wir jetzt noch in mundgerechte Würfel. Die Möhren habe ich vorher mit einem Sparschäler geschält, halbiere sie und schneide sie jetzt ebenfalls in Würfel. Auch die Zwiebel schneiden wir jetzt einfach in grobe Würfel. Das ist wirklich das Schöne an dem Rezept, man muss hier nichts richtig fein machen, sondern einfach grob würfeln. Auch die Knoblauchzehen werden im Würfel geschnitten und zu den Zwiebeln dazugegeben. Dasselbe machen wir jetzt auch mit dem Ingwer. Und jetzt kann es mit der Zubereitung unserer Kürbiscremesuppe losgehen. Dazu erhitze ich 2 Esslöffel Kokosöl in einen tiefen Topf. Das Kokosöl erhitzen wir auf mittlerer Stufe. Wenn es erhitzt ist, geben wir unsere Zwiebeln und den Knoblauch dazu und lassen es schön glasig dünsten. Als nächstes geben wir unsere Möhrenwürfel dazu und lassen sie schön ein bisschen mitbraten, so circa für 2 bis 3 Minuten. Dann gebe ich den Ingwer dazu. Den lassen wir jetzt auch noch mal 2 Minuten mitdünsten. Dann würze ich zuerst mit 2 Prisen Zucker und gebe dann in etwa 3 Prisen Salz hinzu. Das gibt dem Gemüse schon mal den ersten Geschmack. Jetzt verrühren wir erstmal alles gut miteinander. Und jetzt kommt die wichtigste Zutat für unsere Kürbiscremesuppe. Wir fügen den Kürbis hinzu. Über den Kürbis geben wir jetzt ca. 700 ml Gemüsebrühe. Ich habe die Gemüsebrühe mit 2 Esslöffeln Instantpulver angerührt. Jetzt machen wir den Deckel drauf und lassen es erstmal für 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln. Nach ca. 10 Minuten rühren wir unseren Kürbis einmal gut durch. Jetzt machen wir den Deckel wieder drauf und lassen es nochmals für ca. 10 Minuten auf mittlerer Hitze weiter köcheln. Nach insgesamt 20 Minuten überprüfen wir mit einer Gabel, ob der Kürbis schon schön weich ist. Meiner ist jetzt weich genug, dann kann es auch schon ans Pürieren gehen. Das Ganze sollte jetzt so lange püriert werden, bis es richtig schön cremig und sämig geworden ist. Und das sind die Gewürze, die wir heute verwenden. Wir brauchen Salz, Garam Masala, Kurkuma, Korianderpulver und Sojasauce. Aus den Gewürzen stelle ich jetzt eine Gewürzmischung her.
Dazu gebe ich einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Korianderpulver, einen Teelöffel Kurkuma und circa auch einen Teelöffel Garam Masala in ein Schälchen und verrühre das Ganze gut miteinander. Die angemischten Gewürze geben wir jetzt zu unserer Kürbiscremesuppe. Dann verrühren wir das Ganze einmal gut miteinander, damit sich die Gewürze in der gesamten Suppe gut verteilen können. Und jetzt kommt die Dose Kokosmilch hinzu. Die Kokosmilch, die bekommt ihr am besten aus der Dose, wenn ihr sie vorher in heißes Wasser legt und danach gut schüttelt. Die Kokosmilch jetzt einmal gut in unsere Kürbiscremesuppe einrühren. Und wie ihr seht, wird das Ganze jetzt richtig schön cremig. Nun wird die Kürbiscremesuppe nochmal richtig schön durchpüriert. Dadurch bekommen wir nochmal eine besonders cremige Konsistenz. Jetzt geben wir an die Kürbiscremesuppe noch etwas Sojasauce. Die Sojasauce, die rühren wir jetzt nochmal richtig schön ein. Für die Kürbiscremesuppe schneide ich jetzt noch ein bisschen frischen Koriander. Der passt hervorragend zu unserer asiatisch angehauchten Suppe. Jetzt wird es Zeit, die Kürbiscremesuppe auch einmal abzuschmecken. Und da bei mir tatsächlich noch ein bisschen Salz fehlt, entscheide ich mich, noch etwas Sojasauce hinzuzufügen. Dann wird die Suppe noch einmal kräftig durchgerührt. Und dann können wir auch schon anrichten. Die Kürbiscremesuppe einfach auf einen Teller geben. Meine Suppe ist hier relativ cremig und dickflüssig geworden. Wer sie etwas flüssiger möchte, der gibt entweder mehr Brühe oder noch ein bisschen mehr Kokosmilch dazu. So könnt ihr euer Ergebnis später selbst bestimmen. Auf meine Suppe gebe ich jetzt noch etwas frisch geschnittenen Koriander und ein bisschen Chilisalz. Das verleiht der Suppe nochmal einen gewissen Pep und etwas Schärfe. Ja, und dann hoffe ich, dass euch mein Rezept heute wieder gefallen hat. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!